Lektion 1: Familiendynamik verstehen. Hallo Anna, ich habe in letzter Zeit über Familienbeziehungen nachgedacht. Das ist ein interessantes Thema. Was ist Ihnen konkret durch den Kopf gegangen? Ich habe kürzlich von einem Mädchen gehört, das das Gefühl hat, dass ihre Eltern sie nicht lieben, weil sie mit ihren Entscheidungen nicht einverstanden sind. Das ist bedauerlich. Es kommt häufig vor, dass junge Menschen sich von ihren Eltern missverstanden fühlen. Genau. Manchmal haben Eltern aufgrund ihrer Erfahrungen unterschiedliche Perspektiven. Ja, und es kann für beide Seiten eine Herausforderung sein, effektiv zu kommunizieren. Glaubst du, das Mädchen erkennt, dass ihre Eltern sie genauso lieben wie immer? Ich hoffe, dass sie es tut. Die Liebe nimmt nicht aufgrund von Meinungsverschiedenheiten ab. Es bedeutet oft, dass es ihnen wichtig genug ist, Bedenken zu äußern. Das ist ein toller Punkt. Diese Bedenken beruhen meist auf dem Wunsch, dass das Kind Erfolg haben und glücklich sein soll. Hilf. Eltern wollen oft das Beste für ihre Kinder, auch wenn ihre Methoden streng oder veraltet erscheinen. Haben Sie schon einmal eine Situation erlebt, in der Sie sich von Ihren Eltern missverstanden gefühlt haben? Ich habe, als ich meinen Berufsweg wählte, waren meine Eltern zunächst skeptisch. Wie bist du damit umgegangen? Ich habe mir die Zeit genommen, meine Leidenschaft und die Gründe für meine Wahl zu erklären. Es hat geholfen, die Lücke zu schließen. Kommunikation ist der Schlüssel, nicht wahr? Es ermöglicht beiden Seiten, ihre Gefühle auszudrücken und einander besser zu verstehen. Ja, es ist wichtig, aktiv zuzuhören und die Sichtweisen des anderen zu bestätigen. Halten Sie es für wichtig, dass Eltern sich an die veränderten Bedürfnisse ihrer Kinder anpassen? Definitiv. Wenn Kinder wachsen, entwickeln sich ihre Bedürfnisse und Wünsche. Eltern sollten dieser Veränderung gegenüber offen sein. Für Eltern kann es jedoch schwierig sein, insbesondere wenn sie auf ihre Gewohnheiten festgelegt sind. Veränderungen erfordern Anstrengung und Lernbereitschaft. Es kann eine Wachstumschance für die ganze Familie sein. Haben Sie positive Veränderungen in der Familiendynamik gesehen, wenn beide Seiten zur Kommunikation bereit sind? Ja, das habe ich. Familien, die einen offenen Dialog pflegen, entwickeln oft stärkere Bindungen und gegenseitigen Respekt. Das ist inspirierend. Es zeigt, dass sich die Liebe mit der Zeit anpassen und wachsen kann. Ja, und für Kinder ist es wichtig zu erkennen, dass die Liebe ihrer Eltern auch bei Meinungsverschiedenheiten beständig bleibt. Ja, das Verständnis, dass Liebe bedingungslos ist, kann in schwierigen Zeiten Trost spenden. Es kann Kinder auch dazu ermutigen, sich sicher zu fühlen und ihre Gedanken und Gefühle ohne Angst vor einem Urteil auszudrücken. Glauben Sie, dass Familienberatung in solchen Situationen helfen kann? Hilf. Ein neutraler Dritter kann die Kommunikation erleichtern und bei der Lösung von Missverständnissen helfen. Das ist eine wertvolle Ressource. Manchmal brauchen Familien Hilfe bei der Bewältigung komplexer Emotionen. Ja, und die Suche nach Hilfe zeigt Stärke und Engagement für die Verbesserung von Beziehungen. Es ist ermutigend zu wissen, dass Familien mit Anstrengung Herausforderungen meistern und enger zusammenwachsen können. In der Tat, jede Familie hat ihre Probleme, aber Liebe und Kommunikation können zu Heilung und Verständnis führen. Lektion 2: Navigieren im Bewerbungsprozess. Hallo Anna, ich habe begonnen, mich mit Bewerbungen für Universitäten zu befassen und ich bin gespannt auf den Prozess. Das ist spannend. Ist der Bewerbungsprozess kompliziert? Es kann etwas überwältigend sein, aber ich versuche, es in überschaubare Schritte zu unterteilen. Das ist eine gute Strategie.
Welcher Teil des Prozesses ist für Sie die größte Herausforderung? Ich denke, das Schreiben der persönlichen Stellungnahme fällt mir am schwersten. Es fühlt sich wie eine so große Aufgabe an. Das verstehe ich. Es ist Ihre Chance, Ihre Persönlichkeit und Ihre Erfahrungen zu präsentieren, was entmutigend sein kann. Genau. Ich möchte einen starken Eindruck hinterlassen, bin mir aber nicht sicher, wie ich anfangen soll. Ein guter Anfang ist ein Brainstorming über Ihre Erfolge und Ihre Leidenschaft. Das ist ein hilfreicher Tipp. Wenn ich mich auf meine Stärken konzentriere, fällt mir das Schreiben möglicherweise leichter. Ja, und denken Sie daran, authentisch zu sein. Zulassungsbeamte schätzen echte Geschichten. Das macht Sinn. Haben Sie den Bewerbungsprozess schon einmal durchlaufen? Ich habe Ich erinnere mich, dass ich nervös war, aber insgesamt war es eine wertvolle Erfahrung. Was haben Sie daraus gelernt? Ich habe gelernt, wie wichtig Zeitmanagement ist. Durch den frühen Beginn konnte ich meine Bewerbung gründlich überarbeiten. Das ist klug. Ich sollte einen Zeitplan festlegen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Definitiv. Das Festlegen von Fristen für jeden Teil der Bewerbung kann helfen, Stress zu reduzieren. Ich habe auch gehört, dass es schwierig sein kann, Empfehlungsschreiben zu erhalten. Es kann sein. Es ist wichtig, Lehrer oder Mentoren auszuwählen, die Sie gut kennen und Ihre Stärken hervorheben können. Wie soll ich mich an Sie wenden, um eine Empfehlung einzuholen? Seien Sie höflich und informieren Sie sie ausreichend über die Programme, für die Sie sich bewerben. Das klingt vernünftig. Sollte ich auch meinen Lebenslauf beifügen? Ruf. Das Einbinden eines Lebenslaufs kann Ihnen ein besseres Verständnis Ihrer Leistungen und Interessen vermitteln. Tolle Idee. Ich möchte es Ihnen leicht machen, einen ausführlichen Brief zu schreiben. Ja, es zeigt, dass Sie Ihre Zeit und Mühe wertschätzen. Haben Sie sich überlegt, an welchen Universitäten Sie sich bewerben möchten? Ich habe ein paar im Kopf, aber ich recherchiere immer noch Ihre Programme und Campuskultur. Das ist wichtig. Wenn möglich, besuchen Sie den Campus, um ein Gefühl für die Umgebung zu bekommen. Ich stimme zu. Es ist wichtig, einen Ort zu finden, an dem Sie sich wohl und unterstützt fühlen. Darüber hinaus können Gespräche mit aktuellen Studierenden wertvolle Einblicke in ihre Erfahrungen geben. Das ist ein guter Punkt. Für weitere Informationen sollte ich mich an Studentenorganisationen wenden. Ja, sie können Ihnen eine realistische Vorstellung davon geben, was Sie erwartet. Haben Sie über eine finanzielle Unterstützung nachgedacht? Ich habe. Stipendien und Zuschüsse können einen erheblichen Unterschied machen, daher muss ich diese Optionen erkunden. Definitiv. Viele Universitäten bieten Ressourcen an, die Studierenden bei der Beantragung von Finanzhilfen helfen. Ich werde das auf jeden Fall prüfen. Es gibt viel zu bedenken, aber ich bin gespannt auf die bevorstehende Reise. Es ist der Geist. Denken Sie daran, wenn Sie es Schritt für Schritt angehen, kann der Prozess viel einfacher zu bewältigen sein. Lektion 3: Gemeinsam die Geschichte erkunden. Hi Anna, wie wäre es, wenn du dieses Wochenende die historische Stadt unseres Nachbarlandes besuchst? Das klingt nach einer fantastischen Idee. Ich habe so viel über seine reiche Geschichte und wunderschöne Architektur gehört. Ja, ich habe gelesen, dass die Stadt aus dem 18. Jahrhundert stammt, was faszinierend ist. Das, ich liebe es, Orte mit einem so tiefen historischen Hintergrund zu erkunden. Welche konkreten Websites möchten Sie besuchen? Ich würde gerne das alte Schloss und das Museum sehen. Ich habe gehört, dass die Ausstellungen dort ziemlich beeindruckend sind. Das Museum klingt faszinierend. Wenn wir etwas über die lokale Geschichte erfahren, können wir die Kultur der Stadt besser verstehen.
Genau. Außerdem denke ich, dass es Spaß machen würde, an geführten Touren teilzunehmen, wenn diese verfügbar sind. Das ist eine tolle Idee. Reiseführer erzählen oft einzigartige Geschichten, die man in Büchern nicht finden würde. Erfahren Sie gerne etwas über die Geschichte der Orte, die Sie besuchen? Ruf. Jeder Ort hat seine eigene Geschichte und das Entdecken dieser Geschichten verleiht dem Erlebnis Tiefe. Mir geht es genauso. Es ist, als würde man in die Vergangenheit reisen und das Leben so erleben, wie es einmal war. Tef. Und die Architektur spiegelt oft den historischen Kontext wider, dessen Beobachtung durchaus faszinierend ist. Haben Sie schon einmal eine historische Stätte besucht, die einen bleibenden Eindruck bei Ihnen hinterlassen hat? Ja, ich habe letztes Jahr eine antike römische Ruine besucht und der Umfang und die Handwerkskunst waren atemberaubend. Das klingt erstaunlich. Ich kann mir vorstellen, wie beeindruckend es gewesen sein muss, ein so bedeutendes Stück Geschichte zu sehen. Das war es wirklich. Ich fühlte eine Verbindung zur Vergangenheit und stand dort, wo so viele zuvor gegangen waren. Das ist das Schöne an historischen Städten. Sie ermöglichen es uns, auf persönlicher Ebene mit der Geschichte in Kontakt zu treten. Ja, ich freue mich darauf, diese Stadt zu erkunden und etwas über ihre einzigartigen Geschichten zu erfahren. Ich auch. Ich habe auch gehört, dass es urige Läden gibt, die handgefertigtes Kunsthandwerk verkaufen. Es wäre eine perfekte Gelegenheit, einige einzigartige Souvenirs zu ergattern. Ja, es ist immer eine gute Idee, lokale Kunsthandwerker zu unterstützen. Haben Sie eine bestimmte Art von Souvenir im Sinn? Ich liebe es, handgefertigte Töpferwaren oder Kunstwerke zu sammeln, die die lokale Kultur widerspiegeln. Das sind großartige Entscheidungen. Sie haben oft eine besondere Bedeutung und erinnern Sie an Ihre Reisen. Ja, außerdem können sie wunderbare Gesprächsstatter sein, wenn sie zu Hause ausgestellt werden. Ich stimme zu. Es ist schön, Stücke zu haben, die eine Geschichte erzählen. Ich freue mich auf unsere Reise. Ja, die Erkundung von Geschichte, Kultur und lokaler Handwerkskunst wird ein wunderbares Erlebnis sein. Bringen wir unbedingt unsere Kameras mit, um all die schönen Momente festzuhalten. Folge dir. Es wird schön sein, unser Abenteuer zu dokumentieren und es später zu teilen. Ich freue mich darauf, gemeinsam neue Erinnerungen zu schaffen und gleichzeitig die Geschichte der Stadt zu entdecken. Sylvuf, es wird eine wundervolle Reise in die Vergangenheit. Lektion 4: Die Macht der Kritik. Hallo Anna, ich habe kürzlich eine Aufführung gesehen, die einige interessante Diskussionen über Kritik in der Kunst ausgelöst hat. Das klingt faszinierend. Was war der Schwerpunkt der Kritik? Es drehte sich um Gilberts Kritik an Sullivans Musik. Viele Menschen haben eine klare Meinung über ihre Zusammenarbeit. Ja, ich habe von ihrer berühmten Partnerschaft gehört. Gilberts Kritiken hoben oft die Kontraste zwischen ihren Stilen hervor. Genau, während Sullivans Musik melodisch und ansprechend war, stellten Gilberts Worte gesellschaftliche Normen und Erwartungen in Frage. Das ist eine starke Kombination. Es scheint, dass Gilbert Humor und Satire eingesetzt hat, um tiefere Botschaften zu vermitteln. Ja, und das Publikum schien das zu schätzen. Nach der Show summten sie Sullivans eingängige Melodien und dachten über Gilberts Kritik nach. Das ist faszinierend. Es zeigt, die Kunst zum Nachdenken anregen und gleichzeitig unterhaltsam bleiben kann. Rechts. Es ist ein Beweis für die Wirksamkeit der Kombination von Musik und Theater. Was macht Ihrer Meinung nach eine Kritik wirkungsvoll? Ich glaube, eine gute Kritik sollte konstruktiv sein und sowohl Stärken als auch Schwächen hervorheben. Das ist ein ausgezeichneter Punkt. Es ist wichtig anzuerkennen, was funktioniert und gleichzeitig Verbesserungen vorzuschlagen. Tja, dieser Ansatz ermutigt Künstler,
ihr Handwerk zu erweitern und weiterzuentwickeln. Sind Sie jemals auf eine Kritik gestoßen, die Ihre Sichtweise verändert hat? Ich habe eine Rezension eines Buches, das ich liebte, wies auf Themen hin, die ich vorher nicht berücksichtigt hatte, was mein Verständnis bereicherte. Das ist das Schöne an Kritik. Sie kann uns die Augen für neue Interpretationen und Erkenntnisse öffnen. Definitiv. Es ermutigt uns, kritisch zu denken, anstatt Dinge für bare Münze zu nehmen. Und im Fall von Gilbert und Sullivan unterhielten ihre Kritiken nicht nur Gespräche über soziale Themen, sondern lösten sie auch aus. Genau. Es ist erstaunlich, wie Kunst gesellschaftliche Werte widerspiegeln und herausfordern kann. Glauben Sie, dass Kritiker die Verantwortung haben, die Wirkung ihrer Worte zu berücksichtigen? Absolut. Kritiker sollten sich darüber im Klaren sein, dass ihre Meinung die öffentliche Wahrnehmung und Diskussion beeinflussen kann. Das ist eine schwere Verantwortung. Es erfordert ein Gleichgewicht zwischen Ehrlichkeit und Sensibilität. Ja, und Kritiker sollten sich bemühen, fair zu sein und ihre Meinung in einen Kontext zu bringen. Ich stimme zu. Es hilft dem Publikum, die Kritik besser zu verstehen und fördert eine fundiertere Diskussion. Darüber hinaus kann durchdachte Kritik die Wertschätzung von Kunst steigern, indem sie tiefere Einblicke bietet. Genau. Es ist, als würde man Schichten zurückziehen, um die Komplexität eines Werks zu offenbaren. Und diese Komplexität macht Kunst so reichhaltig und fesselnd. Haben Sie moderne Kritiken gesehen, die Sie ansprechen? Ja, ich bin auf eine zeitgenössische Rezension eines Films gestoßen, der traditionelle Erzählmethoden in Frage stellte. Das klingt interessant. Was war Ihr Hauptargument? Der Kritiker argumentierte, dass die nichtlineare Erzählung des Films ein immersiveres Erlebnis ermöglichte und Grenzen verschob. Ich liebe es, wenn Kritik Innovation beim Geschichtenerzählen fördert. Es sorgt dafür, dass sich die Kunstform weiterentwickelt. Absolut. Der Dialog zwischen Künstlern und Kritikern ist für Kreativität und Fortschritt in der Kunst von wesentlicher Bedeutung. Ich kann nur zustimmen. Es geht darum, ein Umfeld zu schaffen, in dem neue Ideen gedeihen können. Lektion 5: Den perfekten Urlaub planen. Hallo Anna, ich habe über unseren bevorstehenden Urlaub nachgedacht und glaube, dass eine zweiwöchige Reise ideal wäre. Das hört sich großartig an. Warum sind Ihrer Meinung nach 2 Wochen die perfekte Dauer? Nun, es gibt uns genug Zeit, mehrere Orte zu besichtigen, ohne das Gefühl zu haben, jetzt zu sein. Ich stimme voll und ganz zu. Ein längerer Urlaub ermöglicht ein entspannteres Tempo und die Möglichkeit, die Gegend gründlich zu erkunden. Genau, wir konnten mehrere Städte besuchen und wirklich in die lokale Kultur eintauchen. Haben Sie bestimmte Ziele für diese Reise im Sinn? Ich dachte sowohl an die Küste als auch an die Berge. Es wäre schön, verschiedene Landschaften zu erleben. Das ist eine geniale Idee. Der Kontrast zwischen Strand und Bergen wäre erfrischend. Ja, wir konnten sonnige Tage am Meer genießen und anschließend in den Bergen wandern. Welche Aktivitäten würden Sie gerne am Strand unternehmen? Ich würde gerne Schnorcheln ausprobieren und vielleicht sogar eine Segelstunde nehmen. Das klingt nach lustigen Abenteuern. Ich wollte schon immer segeln lernen. Es ist eine lohnende Fähigkeit. Außerdem würde es uns eine einzigartige Perspektive auf die Küste bieten. Ruf. Und wie sieht es mit Aktivitäten in den Bergen aus? Wandern wäre ein Muss und vielleicht könnten wir uns auch an Klettern versuchen. Das klingt berauschend. Ich genieße die Herausforderung, einen Gipfel zu erreichen und die Aussicht zu genießen. Ich auch. Das Erfolgserlebnis ist durchaus erfüllend. Außerdem ist es eine großartige Möglichkeit, sich mit der Natur zu verbinden.
Ja, die Natur hat eine beruhigende Wirkung und der Aufenthalt im Freien kann sehr erfrischend sein. Haben Sie schon einmal einen zweiwöchigen Urlaub gemacht? Ja, es war ein unvergessliches Erlebnis. Die Zeit ermöglichte es uns, verschiedene Attraktionen zu erkunden, ohne uns unter Druck gesetzt zu fühlen. Das muss wunderbar gewesen sein. Hatten Sie einen Lieblingsteil dieser Reise? Definitiv. Der Besuch antiker Ruinen und das Erlernen ihrer Geschichte hinterließ bei mir einen bleibenden Eindruck. Ich liebe Geschichte. Es aus erster Hand zu erleben, macht es viel wirkungsvoller. Ich glaube, es ist, als würde man in der Zeit zurückgehen und das Leben derer verstehen, die vor uns kamen. Denken Sie, wir sollten einige historische Stätten in unsere Reiseroute aufnehmen? Absolut. Die beiden zwischen Freizeit und kulturellen Erlebnissen würde unseren Urlaub bereichern. Tolle Idee. Wir könnten einige historische Sehenswürdigkeiten in den Gebieten recherchieren, die wir besuchen möchten. Ja, und wir sollten auch die lokale Küche berücksichtigen. Das Probieren authentischer Gerichte ist ein Highlight auf Reisen. Ich stimme zu. Das Probieren lokaler Speisen kann uns einen tieferen Einblick in die Kultur vermitteln. Außerdem ist es eine unterhaltsame Möglichkeit, mit Einheimischen in Kontakt zu treten, um mehr über ihre Traditionen zu erfahren. Ich werde schon aufgeregt, wenn ich nur daran denke. Die Planung dieser Reise wird ein großes Abenteuer für sich sein. Tja, und wir sollten einen flexiblen Zeitplan einhalten, um unterwegs spontane Entdeckungen zu ermöglichen. Das ist ein kluger Ansatz. Einige der besten Erlebnisse entstehen durch unerwartete Momente. Ja, ich kann es kaum erwarten, mit der Planung der Details zu beginnen und diese Reise unvergesslich zu machen. Lektion 6: Vorbereitungen für den Filmamt. Hi Anna, ich habe Lust auf Popcorn. Wie wäre es dieses Wochenende mit einem Filmabend? Das klingt perfekt. Ich kann mir keinen besseren Weg zum Entspannen vorstellen. Welchen Film haben Sie im Sinn? Ich dachte daran, einen klassischen Film anzusehen. Sie haben etwas Besonderes, das mich immer wieder in Ihren Bann zieht. Ich stimme zu. Klassiker haben oft zeitlose Themen und großartige Geschichten. Haben Sie etwas ganz Besonderes im Sinn? Wie wäre es mit Casablanca? Es ist ein bemerkenswerter Film mit einer Mischung aus Romantik und Drama. Ausgezeichnete Wahl. Die Darbietungen sind ikonisch und die Dialoge unvergesslich. Was ist deine Lieblingsszene? Ich liebe die Szene, in der Rick sagt, hier siehst du dich an, Junge. Es ist so ergreifend und fängt den Moment perfekt ein. Das ist eine klassische Linie. Es ist unglaublich, wie bestimmte Zitate uns noch lange nach dem Anschauen des Films in Erinnerung bleiben. Auf jeden Fall. Ich weiß dadurch zu schätzen, wie kraftvoll Worte im Kino sein können. Apropos, welche Snacks sollten wir zubereiten? Nun ja, Popcorn ist ein Muss. Für den perfekten Geschmack könnten wir es mit Butter und einer Prise Salz zubereiten. Klingt köstlich. Meinen Sie, wir sollten noch weitere Snacks hinzufügen? Wie wäre es mit ein paar Süßigkeiten? Mit Schokolade überzogene Rosinen oder Gummibärchen könnten ein schöner Leckerbissen sein. Tolle Idee. Ein wenig Süße würde das salzige Popcorn gut ergänzen. Sollten wir auch Getränke haben? Tja, eine klassische Limonade oder Mineralwasser wäre erfrischend. Es geht darum, eine lustige Atmosphäre zu schaffen. Ich stimme zu. Die richtigen Snacks und Getränke können das gesamte Filmerlebnis bereichern. Haben wir die Zeit für den Filmabend festgelegt? Wie wäre es gegen 19 Uhr? So können wir zunächst das Abendessen genießen und uns gemütlich einrichten. Perfekt. Ich bringe die Snacks mit. Für die Getränke kümmerst du dich. Klingt nach einem Plan. Ich werde dafür sorgen, dass alles fertig ist, bevor der Film beginnt. Großartig.
Ich kann es kaum erwarten, einen entspannten Abend mit gutem Essen und einem klassischen Film zu genießen. Ich auch. Es ist eine schöne Möglichkeit, sich zu entspannen und für ein paar Stunden in eine andere Welt zu entfliehen. Absolut. Außerdem kann es auch Spaß machen, im Nachhinein über den Film zu diskutieren. Ja, wir können unsere Gedanken und Lieblingsmomente teilen. Es fügt dem Erlebnis eine weitere Ebene hinzu. Darauf, es ist interessant, unterschiedliche Perspektiven auf denselben Film zu hören. Ich liebe es, wie Filme Gespräche anregen und Menschen zusammenbringen können. Definitiv. Sie spiegeln oft unsere Emotionen und Erfahrungen wider und machen sie nachvollziehbar. Ich freue mich schon riesig auf unseren Filmabend. Es wird ein herrlicher Abend. Doch machen wir daraus einen gemütlichen und angenehmen Abend voller Lachen und schöner Erinnerungen. Lektion 7: Lokale Sehenswürdigkeiten entdecken. Hallo Anna, da wir einen Ausflug planen, gibt es in der Nähe irgendwelche Sehenswürdigkeiten, die einen Besuch wert sind? Besuch. Es gibt mehrere versteckte Schätze in der Gegend. Besonders hervorzuheben ist der Botanische Garten. Das hört sich herrlich an. Ich genieße es, Zeit in der Natur zu verbringen. Welche Pflanzenarten gibt es dort? Sie bieten eine große Vielfalt, darunter tropische Pflanzen, Sukkulenten und wunderschöne blühende Bäume. Es ist ein friedlicher Ort zum Erkunden. Ich kann es mir vorstellen. Es muss auch ein großartiger Ort zum Fotografieren sein. Glaubst du, wir könnten dort ein paar Fotos machen? Definitiv. Die leuchtenden Farben und einzigartigen Pflanzenarrangements sorgen für atemberaubende Fotos. Ich würde diese Momente gerne festhalten. Gibt es weitere Attraktionen, die Sie empfehlen? Ja, es gibt auch ein wunderschönes historisches Museum in der Nähe. Es präsentiert die lokale Geschichte und Kultur anhand faszinierender Ausstellungen. Das klingt faszinierend. Es macht mir Spaß, etwas über die Geschichte der Orte zu lernen, die ich besuche. Was für Ausstellungsstücke gibt es? Sie haben Artefakte aus verschiedenen Epochen, darunter Werkzeuge, Kleidung und sogar Kunstwerke lokaler Künstler. Das klingt lehrreich. Es ist erstaunlich, wie viel wir aus der Geschichte lernen können. Irgendwelche interaktiven Ausstellungen? Der, sie veranstalten oft Workshops, in denen Besucher ihr eigenes Kunsthandwerk auf der Grundlage historischer Techniken herstellen können. Das klingt nach einer unterhaltsamen Art, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Ich würde mich gerne an so etwas versuchen. Es ist eine tolle Erfahrung. Außerdem können Sie Ihre Kreation als Andenken mit nach Hause nehmen. Das ist großartig. Es verleiht unserer Reise eine persönliche Note. Gibt es irgendwelche Outdoor-Attraktionen, die wir auch besuchen könnten? Ja, es gibt einen malerischen Wanderweg, der atemberaubende Ausblicke auf die Landschaft bietet. Es ist ein beliebter Ort sowohl für Einheimische als auch für Touristen. Wandern hört sich toll an. Wie lang ist der Weg? Die Strecke ist etwa 5 Meilen lang. Es gibt aber auch kürzere Routen, wenn wir eine entspanntere Wanderung wünschen. Das weiß ich zu schätzen. Wir können eine Route wählen, die unserem Energieniveau an diesem Tag entspricht. Ja, die frische Luft und die wunderschöne Landschaft werden auf jeden Fall erfrischend sein. Meinst du, wir sollten ein Picknick für die Wanderung einpacken? Das ist eine hervorragende Idee. Wir konnten unser Mittagessen inmitten der Natur genießen. Ich bereite ein paar Sandwiches und Snacks zu. Wir können auch eine Decke zum Sitzen mitbringen. Perfekt. Es wird für eine schöne Pause während unseres Abenteuers sorgen. Ich freue mich sehr auf diese Reise. Ich auch. Die Erkundung lokaler Sehenswürdigkeiten und gleichzeitiger Genuss der Natur wird zu einem unvergesslichen Erlebnis. Definitiv. Es ist immer spannend, neue Orte zu entdecken und mehr über ihre Bedeutung zu erfahren. Ich kann es kaum erwarten, mit der Planung unserer Reiseroute zu beginnen.
Diese Reise wird voller Spaß und Entdeckungen sein. Tja, lassen Sie uns eine Liste der Attraktionen und Aktivitäten erstellen, die wir priorisieren möchten. Es wird uns helfen, unsere Zeit zu Lektion maximieren. 8. Versteckte Pfade der Natur. Hallo Anna, ich habe gehört, dass es einen atemberaubenden Wanderweg gibt, der in der Nähe des Schlosses beginnt und dich in die Natur führt. Tiffel, das klingt wunderbar. Ich liebe es, Wege zu erkunden, die zu wunderschönen Naturlandschaften führen. Ich auch. Die Kombination aus Geschichte und Natur sorgt für einen perfekten Tagesausflug. Warst du schon einmal auf dieser Spur? Das habe ich nicht, aber ich habe gelesen, dass es atemberaubende Ausblicke bietet und die Möglichkeit bietet, die heimische Tierwelt zu beobachten. Das ist spannend. Beim Wandern genieße ich es, verschiedene Tiere zu beobachten. Was für eine Tierwelt können wir erwarten? Es gibt Berichte über Hirsche, verschiedene Vogelarten und mit etwas Glück sogar einige Füchse. Worf, ich würde gerne einen Fuchs in seinem natürlichen Lebensraum sehen. Es ist immer wieder faszinierend, Tiere in freier Wildbahn zu beobachten. Pfluf. Und der Weg ist von wunderschönen Wildblumen gesäumt, was den Reiz der Wanderung noch verstärkt. Das klingt malerisch. Ich kann mir schon vorstellen, die Landschaft zu fotografieren. Müssen wir für die Wanderung etwas Besonderes mitbringen? Es ist eine gute Idee, viel Wasser und ein paar Snacks einzupacken. Ein kleiner Rucksack wäre dafür praktisch. Toller Vorschlag. Besonders während einer langen Wanderung ist es wichtig, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Welche Snacks sollten wir Ihrer Meinung nach nehmen? Schulentenfutter ist perfekt. Es ist nahrhaft und leicht zu transportieren. Wir könnten auch etwas Obst für einen erfrischenden Leckerbissen einpacken. Klingt köstlich. Ich bereite das Studentenfutter vor und Sie können das Obst mitbringen. Wie wäre es, wenn wir auch ein kleines Erste-Hilfe-Set mitnehmen? Das ist klug. Es ist immer besser, auf kleinere Verletzungen vorbereitet zu sein. Sicherheit sollte unsere Priorität sein. Absolut. Ich fühle mich zuversichtlicher, weil ich weiß, dass wir auf alles vorbereitet sind. Was ist mit unserem Schuhwerk? Guter Punkt. Für Komfort und Halt auf dem Weg sollten wir feste Wanderschuhe tragen. Ja, das ist entscheidend. Ich möchte während unserer Wanderung Blasen und Unwohlsein vermeiden. Ja, wichtig ist auch bequeme Kleidung. Für den Fall, dass sich das Wetter ändert, sollten wir uns in Schichten kleiden. Das ist ein kluger Ansatz. Wenn wir auf unterschiedliche Temperaturen vorbereitet sind, wird unsere Wanderung viel angenehmer. Tja, und vergessen Sie nicht, eine Kamera mitzubringen, um die schönen Momente festzuhalten, die wir erleben werden. Das werde ich nicht. Ich liebe es, unsere Abenteuer zu dokumentieren. Es ist schön, später auf diese Erinnerungen zurückzublicken. Definitiv. Und das Teilen dieser Bilder mit Freunden kann auch Sie dazu inspirieren, die Natur zu erkunden. Genau, die Natur hat eine Art, Menschen zusammenzubringen. Sind Sie gespannt auf die Aussicht vom Wanderweg aus? Seth, ich habe gehört, dass es einen Aussichtspunkt gibt, der einen Panoramablick auf die umliegende Landschaft bietet. Das klingt unglaublich. Ich kann es kaum erwarten, diesen Punkt zu erreichen und die Landschaft zu genießen. Es wird ein lohnendes Erlebnis nach unserer Wanderung sein. Außerdem können wir dort unsere Snacks genießen. Perfekt. Ein kleines Picknick am Aussichtspunkt wird das i-Tüpfelchen für unser Abenteuer sein. Siluf, ich freue mich auf einen Tag voller Natur, Entdeckungen und guter Gesellschaft. Lektion 9: Flucht aus Küstenstädten. Hi Anna, wie wäre es, wenn wir für unseren nächsten Ausflug eine charmante Küstenstadt erkunden würden? Das klingt herrlich. Küstenstädte bieten normalerweise eine Mischung aus Entspannung und Abenteuer. Was haben Sie im Sinn? Ich dachte an eine Stadt, die für ihre atemberaubenden Strände und ihre lebendige lokale Kultur bekannt ist. Das wäre perfekt. Ich liebe die Idee, Zeit am Meer zu verbringen. An welche Stadt dachten Sie?
Vielleicht ein Besuch in Monterey. Es ist berühmt für seine wunderschöne Küste und sein Meeresleben. Monterey ist eine fantastische Wahl. Die Aussicht von der Küste ist atemberaubend, besonders bei Sonnenuntergang. Genau. Und wir konnten die berühmte Cannery Row und ihre interessanten Geschäfte und Restaurants erkunden. Das hört sich lustig an. Ich habe gehört, dass es dort einige tolle Fischlokale gibt. Frischer Fisch ist ein Muss, wenn Sie eine Küstenstadt besuchen. Absolut. Es gibt nichts Besseres, als eine Mahlzeit mit frischen Meeresfrüchten und dabei den Blick auf das Meer zu genießen. Haben Sie ein Lieblingsgericht mit Meeresfrüchten? Ich liebe Muschelsuppe. Es ist so wohltuend, besonders wenn es in einer Schüssel mit Sauerteigbrot serviert wird. Das ist ein Klassiker. Ich mag Fisch-Tacos, besonders wenn sie aus lokalem Fang zubereitet werden. Irre. Wir sollten auf jeden Fall einige lokale Spezialitäten probieren, während wir dort sind. Welche Aktivitäten sollten wir planen? Wir könnten Wale beobachten gehen. Die Region ist für ihre unglaublichen Meereslebewesen bekannt. Das klingt spannend. Ich wollte schon immer Wale aus der Nähe sehen. Wann ist der beste Zeitpunkt dafür? Die beste Zeit ist normalerweise zwischen April und Oktober, wenn die Wale entlang der Küste wandern. Perfekt. Wir sollten nach Touren suchen, die Wahlbeobachtungserlebnisse bieten. Ja, und wir konnten auch die nahegelegenen Naturschutzgebiete zum Wandern und zur Vogelbeobachtung erkunden. Ich liebe diese Idee. Naturlehrpfade bieten oft die Möglichkeit, einzigartige Pflanzen und Wildtiere zu beobachten. Genau. Außerdem ist die frische Seeluft unglaublich erfrischend. Gibt es noch andere Attraktionen, die wir nicht verpassen sollten? Wir sollten das Monterey Bay Aquarium besuchen. Es ist eines der besten Aquarien der Welt. Ich habe Erstaunliches darüber gehört. Die Exponate sollen beeindruckend sein, insbesondere die Quallenabteilung. Tja, die Quallen sind faszinierend und ich liebe es, etwas über Meeresökosysteme zu lernen. Es ist faszinierend, wie alles in der Natur miteinander verbunden ist. Dadurch schätzt man das Meer noch mehr. Syluf, der Schutz des Meereslebens ist von entscheidender Bedeutung und Aquarien tragen dazu bei, das Bewusstsein für den Naturschutz zu schärfen. Gut gesagt. Nach unseren Abenteuern sollten wir uns am Strand entspannen und etwas Zeit in der Sonne genießen. Das klingt perfekt. Ein Strandtag mit etwas Entspannung ist der ideale Abschluss unserer Reise. Ich kann mir schon vorstellen, wie wir im Sand liegen und das Rauschen der Wellen genießen. Perf und wir könnten ein oder zwei Bücher zum Lesen mitbringen, während wir die Sonne genießen. Tolle Idee. Lesen am Meer ist eine wunderbare Möglichkeit, sich zu entspannen und in eine andere Welt zu entfliehen. Ich kann es kaum erwarten, mit der Planung dieser Reise zu beginnen. Die Erkundung einer Küstenstadt klingt nach einem perfekten Ausflug. Lektion 10: Vorbereitung auf den Schuleinkauf. Hi Anna, freust du dich darauf, Schulmaterial für das neue Semester zu kaufen? Ruf. Es macht immer Spaß, neue Sachen für das Schuljahr auszusuchen. Was hast du vor zu bekommen? Ich brauche einen neuen Rucksack, ein paar Notizbücher und natürlich einen Satz bunter Stifte. Das sind Essentials. Ich suche auch nach Textmarkern und Haftnotizen, die mir beim Lernen helfen. Tolle Idee. Textmarker eignen sich hervorragend zum Markieren wichtiger Informationen in Lehrbüchern. Hast du eine Lieblingsfarbe? Ich liebe es, gelb und rosa zu verwenden. Sie fallen auf der Seite wirklich auf. Was ist mit dir? Ich bevorzuge Blau und Grün. Sie beruhigen die Farben und helfen mir, mich beim Lernen zu konzentrieren. Das macht Sinn. Es ist interessant, wie Farben unsere Stimmung und Konzentration beeinflussen können. Genau. Apropos, haben Sie darüber nachgedacht, welche Art von Notizbüchern Sie möchten? Ich denke darüber nach.
ein Paar mit unterschiedlichen Designs zu bekommen. So macht das Notieren mehr Spaß. Das ist ein lustiger Ansatz. Mir gefällt die Idee, thematische Notizbücher zu verschiedenen Themen zu haben. Tja, ich habe vor, eines für Mathematik, ein anderes für Naturwissenschaften und vielleicht eines für kreatives Schreiben zu verwenden. Das ist eine kluge Strategie. Die Organisation der Themen hilft während der Lernsitzungen. Sylwuf, haben Sie für Ihr Schulmaterial bestimmte Marken in Betracht gezogen? Normalerweise greife ich zu zuverlässigen Marken, die gute Qualität bieten. Es lohnt sich, etwas mehr in die Haltbarkeit zu investieren. Ich stimme zu. Darüber hinaus können hochwertige Materialien einen großen Unterschied in unserem Lernerlebnis machen. Rechts. Gibt es noch andere Punkte auf Ihrer Liste, auf die Sie sich besonders freuen? Ich freue mich darauf, eine neue Lunchbox auszusuchen. Ich möchte etwas Stillvolles und Funktionelles. Das klingt nach einer tollen Idee. Eine gute Lunchbox kann das Mittagessen viel angenehmer machen. Definitiv. Außerdem möchte ich eine Wasserflasche finden, die Getränke den ganzen Tag über kalt hält. Das ist wichtig. Besonders an langen Schultagen ist es wichtig, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Tja, und es ist umweltfreundlich, eine wiederverwendbare Wasserflasche anstelle einer Einwegflasche zu verwenden. Genau. Es ist großartig, umweltbewusst und gleichzeitig praktisch zu sein. Apropos praktisch, denken Sie, wir sollten uns auch irgendwelche technischen Gadgets ansehen. Das ist ein guter Punkt. Ein Tablet oder ein guter Kopfhörer können beim Lernen wirklich hilfreich sein. Tja, ich habe gehört, dass einige Kopfhörer über Geräuschunterdrückungsfunktionen verfügen, die mir helfen könnten, mich besser zu konzentrieren. Das stimmt. Es fällt Ihnen leichter, sich zu konzentrieren, wenn Sie nicht durch Hintergrundgeräusche abgelenkt werden. Gibt es bestimmte Sonderangebote oder Rabatte, auf die wir während des Einkaufsbummels achten sollten? Viele Geschäfte bieten Anfang August Angebote zum Schulanfang an. Das sollten wir unbedingt nutzen. Großartig. Es wird uns helfen, etwas Geld für andere Dinge zu sparen, die wir möglicherweise benötigen. Genau. Es ist immer schön, ein preisgünstiges Einkaufserlebnis zu haben. Ich freue mich schon riesig auf unser Shopping-Abenteuer. Es wird eine unterhaltsame Art sein, das Schuljahr zu beginnen. Lektion 11. Morgenroutinen. Hi Anna, was isst du normalerweise zum Frühstück? Normalerweise esse ich Müsli und Kaffee. Die Zubereitung ist schnell und einfach. Das klingt einfach und effizient. Ich beginne meinen Tag gerne mit etwas Leichtem. Haben Sie eine Lieblingsmüsli-Sorte? Ich mag Müsli mit Nüssen und Trockenfrüchten. Es gibt mir einen schönen Energieschub. Was ist mit dir? Ich bevorzuge Haferflocken. Es ist sättigend und ich kann für zusätzlichen Geschmack Früchte oder Honig hinzufügen. Haferflocken sind eine gute Wahl. Es ist gesund und hält länger satt. Machen Sie es von Grund auf neu. Ja, normalerweise koche ich es auf dem Herd, aber Instant-Haferflocken sind praktisch für geschäftige Morgenstunden. Ich verstehe. Manchmal ist eine schnelle Lösung notwendig. Was trinken Sie normalerweise zum Frühstück? Normalerweise trinke ich Kaffee. Es hilft mir aufzuwachen und mich wacher zu fühlen. Und du? Ich genieße eine Tasse grünen Tee. Es ist beruhigend und hat viele gesundheitliche Vorteile. Das ist eine gute Wahl. Grüner Tee ist für seine Antioxidantien bekannt. Fügen Sie Ihrem Tee etwas hinzu? Manchmal füge ich für zusätzlichen Geschmack etwas Honig oder Zitrone hinzu. Es macht den Tee erfrischend. Ich liebe Zitrone in meinem Wasser. Es ist eine gute Möglichkeit, morgens ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Ja, es ist wichtig, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, insbesondere nach einer Nachtruhe.
Habt ihr noch andere Morgenrituale? Ja, ich nehme mir gerne ein paar Minuten Zeit, um mich zu dehnen. Es hilft, meinen Körper aufzuwecken. Stretching ist ein toller Start in den Tag. Ich bevorzuge eine kurze Meditation, um meinen Kopf frei zu bekommen. Meditation klingt wunderbar. Es muss einen positiven Ton für den Rest des Tages vorgeben. Was tut es? Schon ein paar Minuten Achtsamkeit können einen großen Unterschied in meinen Gefühlen machen. Das sollte ich versuchen. Ein ruhiger Geist kann die Konzentration den ganzen Tag über verbessern. Südhof. Außerdem ist es eine gute Möglichkeit, Stress abzubauen. Haben Sie darüber nachgedacht, mehr Obst in Ihr Frühstück zu integrieren? Ja, manchmal füge ich meinen Haferflocken, Bananen oder Beeren hinzu. Sie sorgen für natürliche Süße und Nährstoffe. Das ist eine köstliche Idee. Früchte sind eine tolle Vitaminquelle und können die Verdauung verbessern. Ich stimme zu. Ich möchte mehr Frühstücksoptionen entdecken, die sowohl lecker als auch gesund sind. Probieren Sie Smoothies. Sie sind einfach zu zubereiten und können eine Vielzahl von Zutaten enthalten. Das ist ein fantastischer Vorschlag. Ich liebe die Idee, Früchte mit Joghurt oder Spinat zu mischen und zusätzliche Nährstoffe zu erhalten. Ja, Sie können sie nach Ihren Wünschen anpassen. Es macht Spaß, mit Aromen zu experimentieren. Ich kann es kaum erwarten, Smoothies zuzubereiten. Sie könnten mein neues Lieblingsfrühstück werden. Ich denke, Sie werden es genießen. Es ist immer gut, etwas Abwechslung zu schaffen und das Frühstück interessant zu gestalten. Lektion 12: Modefunde für den Sommer. Hallo Anna, hast du darüber nachgedacht, was du für die Sommerausflüge anziehen sollst? Tja, ich habe nach stilvollen Accessoires gesucht. Um in der Sonne kühl zu bleiben, ist ein guter Hut unerlässlich. Ich empfehle diesen Strohhut, den ich online gesehen habe. Es liegt im Trend und bietet guten Schutz vor der Sonne. Das klingt perfekt. Ich liebe Strohhüte. Sie verleihen jedem Sommeroutfit eine schöne Note. Welchen Stil hat es? Es hat eine breite Krempe und ein süßes Band darum herum. Es sieht sowohl modisch als auch funktional aus. Ich schätze einen Hut, der Stil mit Funktionalität verbindet. Glauben Sie, dass es angenehm wäre, es über einen längeren Zeitraum zu tragen? Definitiv. Strohhüte sind normalerweise leicht, sodass sie den ganzen Tag über problemlos getragen werden können. Das ist wichtig. Ich möchte auch leichte Kleidung finden, die den Hut ergänzt. Leinenhemden und Baumwollkleider sind tolle Optionen, um cool zu bleiben. Sie sind atmungsaktiv und stillvoll. Ich stimme zu. Ich liebe die Haptik von Leinen. Es hat einen entspannten Look, der perfekt für den Sommer ist. Außerdem ist es in verschiedenen Farben und Mustern erhältlich, sodass Sie es problemlos kombinieren können. Ja, ich denke darüber nach, mir ein hellblaues Leinenkleid anzuschaffen. Es würde gut zum Stroh passen. Das hört sich herrlich an. Helle Farben eignen sich hervorragend, um das Sonnenlicht zu reflektieren und sie kühler zu halten. Tja, ich möchte auch ein paar bequeme Sandalen finden. Welchen Typ empfehlen Sie? Ich schlage vor, ein paar Riemchen Sandalen zu kaufen. Sie sind vielseitig und können schick oder lässig gekleidet werden. Das ist eine gute Idee. Riemchen-Sandalen können elegant aussehen und dennoch bequem zum Gehen sein. Genau. Und es gibt sie in verschiedenen Stilen, sodass Sie einen auswählen können, der zu Ihrer Persönlichkeit passt. Ich liebe das. Vielleicht suche ich auch nach einer süßen Strandtasche, in der ich alle wichtigen Dinge transportieren kann. Eine Strandtasche ist ein Muss. Es sollte geräumig genug sein, um Sonnencreme, ein Handtuch und ein gutes Buch unterzubringen. Tja, ich möchte eines, das sowohl funktional als auch stilvoll ist. Haben Sie bestimmte Designs im Sinn? Vielleicht eine farbenfrohe Tragetasche mit lustigen Mustern. Es wird Ihre Strandtage verschönern. Das klingt fröhlich. Ich werde nach einem Ausschau halten.
Meinst du, ich sollte mir auch eine Sonnenbrille besorgen? Absolut. Eine gute Sonnenbrille schützt nicht nur Ihre Augen, sondern verleiht Ihrem Outfit auch das gewisse Etwas. Ich stimme zu. Ich bevorzuge übergroße Sonnenbrillen. Sie sehen schick aus und bieten gleichzeitig eine gute Abdeckung. Das ist eine stillvolle Wahl. Außerdem eignen sie sich hervorragend, um an faulen Sommertagen müde Augen zu verbergen. Ja, ich freue mich jetzt mehr auf meinen Sommereinkauf. Es macht immer Spaß, die Garderobe für die Saison aufzufrischen. Haben Sie bestimmte Geschäfte im Sinn? Ich habe vor, mir ein paar Boutiquen und Secondhand-Läden anzusehen. Dort finden Sie Unikate. Das ist eine tolle Strategie. Secondhand-Läden haben oft versteckte Schätze, die Sie sonst nirgendwo finden. Pfiff, ich liebe den Nervenkitzel, etwas Besonderes zu entdecken. Es macht das Einkaufen angenehmer. Ich stimme zu. Außerdem ist es eine nachhaltige Art des Einkaufens, was immer ein Vorteil ist. Ja, ich kann es kaum erwarten, meine Sommeroutfits zusammenzustellen. Es wird eine lustige Saison. Lektion 13. Ein Tag in der Küche. Hi Anna, was machst du nach einem langen Tag normalerweise als nächstes? Ich gehe in die Küche und bereite das Abendessen vor. Kochen ist eine schöne Art, abzuschalten. Das klingt entspannend. Was ist Ihr Lieblingsgericht nach einem anstrengenden Tag? Ich liebe es, Pfannengerichte zuzubereiten. Es geht schnell, ist gesund und ich kann jedes Gemüse verwenden, das ich gerade zur Hand habe. Pfannengerichte sind eine gute Wahl. Welche Zutaten verwenden Sie normalerweise? Ich verwende oft Paprika, Brokkoli und Karotten. Durch die Zugabe von etwas Tofu oder Hühnchen wird es sättigender. Das hört sich köstlich an. Haben Sie eine spezielle Soße, die Sie gerne verwenden? Tja, normalerweise mache ich eine einfache Sauge aus Sojasauge, Knoblauch und etwas Sesamöl. Es verleiht großartigen Geschmack. Ich kann es fast schmecken. Kochen Sie gerne alleine oder haben Sie lieber Gesellschaft in der Küche? Ich genieße beides. Manchmal ist es schön, alleine zu kochen und dabei Musik zu hören, aber auch Kochen mit Freunden kann Spaß machen. Ich stimme zu. Gemeinsames Kochen kann zu einem schönen gesellschaftlichen Ereignis werden. Was machen Sie normalerweise als nächstes nach dem Abendessen? Nach dem Abendessen räume ich gerne die Küche auf. Es ist ein gutes Gefühl, für den nächsten Tag alles aufgeräumt zu haben. Das ist eine kluge Angewohnheit. Eine saubere Küche erleichtert das Kochen am nächsten Tag erheblich. Haben Sie eine bestimmte Reinigungsroutine? Normalerweise wasche ich das Geschirr sofort ab und wische die Arbeitsflächen ab. Ich finde, es hilft, die Dinge organisiert zu halten. Gute Strategie. Ich versuche das Gleiche zu tun, besonders nachdem ich etwas Unordentliches gekocht habe. Backen Sie auch gerne? Ja, ich liebe Backen. Es ist wie ein wissenschaftliches Experiment. Wenn ich Zeit habe, backe ich gerne Kekse und Kuchen. Backen macht so viel Spaß. Was ist dein Lieblingsrezept? Es macht mir wirklich Spaß, Schokoladenkekse zuzubereiten. Sie sind ein Klassiker und bei Freunden immer ein Hit. Wer liebt Schokoladenkekse nicht? Fügen Sie Ihrem Gericht besondere Zutaten hinzu? Manchmal gebe ich ja eine Prise Meersalz darüber. Es verstärkt die Süße und sorgt für einen schönen Kontrast. Das ist eine fantastische Idee. Das muss ich beim nächsten Backen unbedingt ausprobieren. Backen Sie oft. Ich versuche einmal im Monat zu backen, besonders für Zusammenkünfte oder Feiern. Es ist eine großartige Möglichkeit, etwas Selbstgemachtes zu teilen. Das bewundere ich. Das Teilen von Backwaren ist eine wunderbare Möglichkeit, mit anderen in Kontakt zu treten. Haben Sie bevorstehende Veranstaltungen, bei denen Sie backen könnten? Ja, ich habe vor, nächste Woche für den Geburtstag eines Freundes zu backen. Ich möchte Sie mit einer Torte überraschen. Das ist so nachdenklich. Was für einen Kuchen hast du vor zu backen?
Ich denke an einen klassischen Vanillekuchen mit Buttercreme-Zuckerguss. Ist einfach, aber köstlich. Das klingt wunderbar. Ich bin sicher, Ihr Freund wird es lieben. Macht es Ihnen auch Spaß, Kuchen zu dekorieren? Pichul. Es macht Spaß, mit verschiedenen Designs und Farben kreativ zu werden. Ich finde es entspannend und lohnend. Es hört sich so an, als hätten Sie eine echte Leidenschaft für das Kochen und Backen. Ich bewundere deine Begeisterung. Dankeschön. Beim Kochen kann ich meiner Kreativität freien Lauf lassen und ich liebe es, neue Rezepte auszuprobieren. Lektion 14. Wetterwunder. Hallo Anna, hast du von den Gewittern gehört, die am Montagabend erwartet werden? Ja, ich habe gehört, dass es ziemlich intensiv sein könnte, aber das ist es auch schon. Ich hoffe, dass es schnell vergeht. Ebenfalls. Gewitter können faszinierend sein, aber auch viel Unruhe verursachen. Beruf. Ich liebe es, die Blitze zu beobachten, aber Sicherheit hat oberste Priorität. Verfolgen Sie oft das Wetter. Ich tue. Ich nutze eine Wetter-App, um auf dem Laufenden zu bleiben. Es hilft mir, meine Aktivitäten für die Woche zu planen. Das ist eine kluge Idee. Normalerweise überprüfe ich jeden Morgen die Wettervorhersage auf meinem Telefon. Es hilft mir bei der Entscheidung, was ich anziehen soll. Genau. Es ist wichtig, sich dem Wetter entsprechend zu kleiden. Ich bevorzuge Schichten, besonders wenn es regnen könnte. Layering ist eine tolle Strategie. Es gibt Ihnen Flexibilität bei wechselnden Temperaturen. Haben Sie eine Lieblingswetter-App? Mir gefällt eines, das stündliche Updates und Radarbilder bereitstellt. Dadurch ist es leicht zu erkennen, wann es regnen könnte. Das klingt nützlich. Ich habe eine einfachere App verwendet, suche aber möglicherweise nach einer mit mehr Funktionen. Es lohnt sich, besonders wenn Sie Outdoor-Aktivitäten planen. Habt ihr schon Pläne für Montagabend? Ich habe überlegt, spazieren zu gehen, aber ich werde zuerst das Wetter im Auge behalten. Das ist klug. Wenn der Sturm kommt, könnte es eine gemütliche Alternative sein, mit einem guten Buch drinnen zu bleiben. Ich stimme zu. Ich liebe es, mich während eines Gewitters mit einem Buch zusammenzurollen. Es trägt zur Atmosphäre bei. Ja, das Geräusch von Regen kann sehr beruhigend sein. Welches Buch lesen Sie gerade? Ich lese einen Kriminalroman. Die Spannung hält mich in Atem. Bitte. Ich tauche in ein Science-Fiction-Buch ein. Es ist faszinierend, verschiedene Welten und Ideen zu erkunden. Das klingt faszinierend. Ich mag Bücher, die meine Fantasie erweitern. Bevorzugen Sie Belletristik oder Sachliteratur? Mir gefällt beides. Belletristik ermöglicht Kreativität, während Sachliteratur wertvolle Einblicke in reale Themen bietet. Das ist eine gute Balance. Zur Unterhaltung tendiere ich eher zur Belletristik, schätze aber auch Sachbücher. Es ist schön, Abwechslung zu haben. Apropos Abwechslung, glauben Sie, dass die Gewitter Ihre Pläne für die Woche beeinträchtigen werden? Möglicherweise, wenn die Stürme heftig sind, muss ich möglicherweise meinen Zeitplan anpassen. Es ist gut, einen Backup-Plan zu haben. Definitiv. Flexibilität ist der Schlüssel zum Umgang mit unvorhersehbarem Wetter. Genießen Sie insgesamt regnerische Tage? Bitte. Regentage können erfrischend sein und laden oft zu Indoor-Aktivitäten wie Backen oder Basteln ein. Das stimmt. Es hat etwas Beruhigendes, drin zu sein, während es draußen regnet. Der, außerdem ist es eine perfekte Ausrede, um eine warme Tasse Tee oder Kaffee zu genießen. Haben Sie ein Lieblingsgetränk an einem regnerischen Tag? Ich liebe heiße Schokolade. Es ist reichhaltig und beruhigend, besonders wenn es draußen kühl ist. Heiße Schokolade ist ein Klassiker. Ich bevorzuge Kräutertee. Es ist beruhigend und bietet verschiedene Geschmacksrichtungen zur Auswahl. Beides sind großartige Entscheidungen. Regentage können den Genuss unserer Lieblingsgetränke wirklich steigern. Klar,
Ich freue mich darauf, es mir mit meinem Buch und einem warmen Getränk gemütlich zu machen, wenn der Sturm kommt. Lektion 15: Das Universum verstehen. Hallo Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, wie sich unser Verständnis des Universums im Laufe der Zeit entwickelt hat? Sylwuf, es ist faszinierend zu sehen, wie sich Ideen verändert haben, insbesondere der alte Glaube, dass sich die Sonne um die Erde bewegt, bekannt als die geozentrische Theorie. Rechts. Jahrhundertelang glaubten die Menschen, die Erde sei der Mittelpunkt des Universums. Es war eine weithin akzeptierte Idee. Ja, und erst als Kopernikus die heliozentrische Theorie vorschlug, änderte sich alles. Er argumentierte, dass die Sonne im Mittelpunkt stehe und nicht die Erde. Genau, Kopernikus revolutionierte die Astronomie. Seine Ideen legten den Grundstein für zukünftige Wissenschaftler wie Galileo und Kepler. Galileis Beobachtungen mit seinem Teleskop lieferten starke Beweise für das heliozentrische Modell. Er sah Monde, die Jupiter umkreisten, was die geozentrische Perspektive in Frage stellte. Das stimmt. Seine Erkenntnisse waren bahnbrechend. Es muss damals umstritten gewesen sein. Wussten Sie, dass er auf Widerstand seitens der Kirche stieß? Ja, darüber habe ich gelesen. Die Kirche unterstützte die geozentrische Theorie, weil sie mit ihren Lehren übereinstimmte. Es ist interessant, wie sich Wissenschaft und Religion damals Es überschnitten. ist, diese Spannung zwischen neuen wissenschaftlichen Ideen und etablierten Überzeugungen gab es im Laufe der Geschichte. Wie wirkt es sich Ihrer Meinung nach auf uns heute aus? Ich denke, es fördert kritisches Denken. Wir sollten unsere Überzeugungen immer hinterfragen und nach Beweisen suchen, insbesondere wenn neue Entdeckungen auftauchen. Gut gesagt. Die Wissenschaft entwickelt sich ständig weiter. Neue Technologien führen oft zu neuen Erkenntnissen. Teleskope haben es uns beispielsweise ermöglicht, entfernte Galaxien zu erforschen. Ruf. Das Hubble-Weltraumteleskop hat atemberaubende Bilder des Weltraums geliefert und uns geholfen, die Expansion des Universums zu verstehen. Und es hat Phänomene wie schwarze Löcher und dunkle Materie enthüllt, die einst nur Theorien waren. Es ist erstaunlich, wie viel wir noch lernen müssen. Tja, das Universum ist so riesig und geheimnisvoll. Ich finde es faszinierend, dass wir gerade erst anfangen, an der Oberfläche unseres Verständnisses zu kratzen. Das ist es wirklich. Was ist Ihrer Meinung nach die bisher aufregendste Entdeckung der Astronomie? Ich würde sagen, die Entdeckung von Exoplaneten ist spannend. Die Entdeckung von Planeten außerhalb unseres Sonnensystems eröffnet Möglichkeiten für Leben anderswo. Ich stimme zu. Die Vorstellung, dass es andere bewohnbare Welten geben könnte, ist überwältigend. Man fragt sich, ob es außerirdisches Leben gibt. Ich glaube, die Suche nach Leben jenseits der Erde ist ein faszinierendes Thema. Es wirft Fragen über unseren Platz im Universum auf. Glauben Sie, dass wir jemals schlüssige Beweise für außerirdisches Leben finden werden? Ich bin hoffnungsvoll. Mit technologischen Fortschritten, insbesondere in der Weltraumforschung, könnten wir in Zukunft etwas Überraschendes entdecken. Das wäre unglaublich. Die Erforschung des Mars und der Monde von Jupiter und Saturn könnte faszinierende Ergebnisse liefern. Tja, Missionen wie der Mars-Rover ebnen den Weg für zukünftige Entdeckungen. Es ist spannend, darüber nachzudenken, was sie finden könnten. Definitiv. Das Potenzial für neues Wissen hält das Gebiet der Astronomie lebendig und inspirierend. Ich liebe es, wie Astronomie die Neugier weckt. Es erinnert uns daran, dass es noch so viel mehr zu entdecken und zu lernen gibt. Lektion 16: Lokale Sehenswürdigkeiten erkunden. Hallo Anna, ich plane dieses Wochenende einen freien Tag. Können Sie nahegelegene Sehenswürdigkeiten empfehlen? Südhof. Es gibt mehrere tolle Orte zu erkunden. Der Park und das Museum sind auf jeden Fall einen Besuch wert. Das klingt interessant. Was gefällt Ihnen am Park am besten? Der Park verfügt über schöne Wanderwege und einen schönen See. Es ist perfekt für einen gemütlichen Spaziergang oder ein Picknick mit Freunden. Ein Picknick klingt herrlich.
Gibt es Einrichtungen wie Bänke oder Picknicktische? Ja, es gibt mehrere Picknicktische und viele schattige Bereiche unter Bäumen. Es ist ein großartiger Ort zum Entspannen und Genießen der Natur. Ich muss ein paar Snacks mitbringen. Was ist mit dem Museum? Was macht es zu einem Muss? Das Museum verfügt über eine fantastische Sammlung von Kunst und historischen Artefakten. Sie bieten oft Wechselausstellungen an, die für Frische sorgen. Das ist faszinierend. Wissen Sie, worum es in der aktuellen Ausstellung geht? Im Moment gibt es dort eine Ausstellung über antike Zivilisationen. Es zeigt Artefakte aus Ägypten, Griechenland und Rom. Das klingt faszinierend. Ich liebe es, etwas über Geschichte zu lernen. Gibt es eine Führung? Ja, es gibt den ganzen Tag über geführte Touren. Die Führer sind sachkundig und bieten tolle Einblicke in die Ausstellungen. Ich schätze eine gute Tour. Es steigert das Erlebnis wirklich. Gibt es weitere Sehenswürdigkeiten in der Nähe? Definitiv. Unweit des Museums befindet sich auch ein botanischer Garten. Es ist ein wunderschöner Ort, um verschiedene Pflanzenarten zu sehen. Ein botanischer Garten hört sich wunderbar an. Finden an diesem Wochenende dort besondere Veranstaltungen statt? Sie bieten oft Workshops und Führungen an. Dieses Wochenende veranstalten sie einen Blumenarrangement-Workshop, der Spaß machen dürfte. Das klingt nach einem einzigartigen Erlebnis. Ich wollte schon immer mehr über Blumenarrangements erfahren. Es ist eine großartige Möglichkeit, kreativ zu werden. Außerdem kann es sehr erfrischend sein, von Blumen umgeben zu sein. Das klingt nach einem perfekten Wochenendplan. Wie verbringen Sie normalerweise Ihre Zeit an diesen Attraktionen? Ich nehme mir gerne Zeit, lese die bereitgestellten Informationen und genieße die Umgebung. Ich bringe oft meine Kamera mit, um schöne Momente festzuhalten. Das ist eine tolle Idee. Fotografie kann Besuche noch unvergesslicher machen. Haben Sie ein Lieblingsfoto von Ihren Ausflügen? Ja, ich habe ein atemberaubendes Foto eines Sonnenuntergangs über dem See im Park gemacht. Die Farben waren atemberaubend. Ich kann es mir vorstellen. Sonnenuntergänge können unglaublich malerisch sein. Macht es Ihnen Spaß, Ihre Fotos nachträglich zu bearbeiten? Ich tue. Ich liebe es, die Farben zu verbessern und Filter hinzuzufügen, um sie noch besser zur Geltung zu bringen. Es ist ein unterhaltsames, kreatives Das Ventil. klingt lohnend. Das sollte ich auch versuchen. Es wäre schön, meine Erfahrungen kreativ zu dokumentieren. Sylwuf. Es verleiht Ihren Abenteuern eine weitere Ebene. Darüber hinaus kann das Teilen von Fotos mit Freunden auch diese zum Entdecken inspirieren. Die Idee gefällt mir. Es ist immer schön, andere zu ermutigen, die Schönheit um uns herum zu genießen. Ja, die Erkundung lokaler Sehenswürdigkeiten kann zu wunderbaren Entdeckungen führen. Man weiß nie, was man finden könnte. Ich freue mich jetzt schon riesig auf dieses Wochenende. Danke für alle Empfehlungen, Anna. Jederzeit. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Erkunden. Lektion 17. Campinggrundlagen. Hallo Anna, ich war noch nie auf dem Campingplatz. Welche Essentials sollte ich mitbringen? Das ist spannend. Camping kann ein tolles Abenteuer sein. Zunächst benötigen Sie ein gutes Zelt, das Sie trocken und komfortabel hält. Ein Zelt macht Sinn. Wie sieht es mit Schlafgelegenheiten aus? Ein Schlafsack ist unerlässlich. Wählen Sie eine, die der von Ihnen erwarteten Temperatur entspricht. Auch eine Isomatte sorgt für zusätzlichen Komfort. Tolle Tipps. Ich werde mir auf jeden Fall eine Isomatte anschauen. Wie sieht es mit Kochutensilien aus? Sie benötigen einen tragbaren Herd oder einen Campinggrill. Treibstoff dafür nicht vergessen. Bringen Sie auch Töpfe, Pfannen und Utensilien zum Kochen mit. Habe es. Ich sollte auch etwas Essen einpacken. Irgendwelche Vorschläge für einfache Campingmahlzeiten? Einfache Mahlzeiten funktionieren am besten.
Sie können vorgefertigte Sandwiches, Nudeln oder sogar Konserven mitbringen. Auch Snacks wie Studentenfutter oder Müsliriegel eignen sich Das klingt hervorragend. überschaubar. Was ist mit Wasser? Wie stelle ich sicher, dass ich genug habe? Das Mitbringen einer wiederverwendbaren Wasserflasche ist ein Muss. Wenn Sie in einer abgelegenen Gegend campen, denken Sie über einen tragbaren Wasserfilter oder Reinigungstabletten nach. Das ist eine gute Idee. Ich möchte nicht, dass mir das Wasser ausgeht. Irgendwelche anderen wichtigen Dinge, die ich haben sollte? Ja, ein Erste-Hilfe-Kasten ist von entscheidender Bedeutung. Man weiß nie, wann man es braucht. Auch Sonnenschutzmittel und Insektenschutzmittel sind wichtig, um sich zu schützen. Daran hatte ich nicht gedacht. Es ist wichtig, sich vor Sonnenbrand und Insektenstichen zu schützen. Was ist mit Kleidung? Kleiden Sie sich in Schichten. Nachts kann es kühl werden. Packen Sie daher eine warme Jacke, bequeme Hosen und feste Wanderschuhe ein. Schichten sind sinnvoll, insbesondere da sich die Temperaturen schnell ändern können. Sollte ich Outdoor-Ausrüstung mitbringen? Wenn Sie eine Wanderung planen, können ein Fernglas zur Vogelbeobachtung oder ein Kompass zur Navigation hilfreich sein. Für die Nacht ist eine Taschenlampe oder Stirnlampe unerlässlich. Ich werde auf jeden Fall eine Taschenlampe einpacken. Wie sieht es mit Unterhaltung aus? Abends könnte es langweilig werden. Guter Punkt. Das Mitbringen eines Buches, von Karten oder sogar eines tragbaren Lautsprechers für Musik kann helfen, sich die Zeit zu vertreiben. Achten Sie einfach auf den Ich Lärmpegel liebe in der diese Idee. Natur. Dadurch werden die Abende angenehmer. Gibt es Tipps zur Camping-Etikette, die ich kennen sollte? Da befolgen Sie immer die Lehrbe-Nottrag-Grundsätze. Räumen Sie hinter sich auf und respektieren Sie die Tierwelt und andere Camper. Das ist wichtig. Ich möchte die Natur genießen und gleichzeitig Verantwortung übernehmen. Haben Sie Lieblingscampingplätze? Ich liebe es, in Nationalparks zu gehen. Sie bieten wunderschöne Landschaften und gepflegte Campingplätze. Außerdem können Sie Wanderwege erkunden. Nationalparks klingen großartig. Ich muss einige in meiner Nähe recherchieren. Irgendwelche Last-Minute-Tipps für Anfänger? Entspannen Sie sich einfach und genießen Sie das Erlebnis. Es geht darum, die Natur zu genießen und Erinnerungen zu schaffen. Du wirst eine tolle Zeit haben.